Dann sag mir doch mal, Jetzt ist so. Hallöchen, wo ist das Jackett denn her? Wo das Jackett her ist, ich glaube, das hast du gemacht. Das ist Artwear, oder? Das könnte gut sein. Ja. Das Erst mal ist mein hi. Ding. Aber Liebe Wildrut, hallo. es macht dich auch so schön interessant. Danke. Das ist ja viel wert. Ja, du kleidest Menschen, ne? Und mache sie zu Persönlichkeiten. Toll. Das ist Artwear, so nennst du das? Ja, Was ist das genau? Mode, die nicht den Normen entspricht, sondern besondere Verzierungen auch hat, wie hier diese Knopfcollagen. Das ist natürlich schon extrem. Und Mhm. neulich in der Kunstausstellung in Bei der der Hypo-Kunsthalle ja. war ja auch der Künstler oder waren die Künstler auch dabei und hatten auch Knopfcollagen an. Also wenn ausgebildete Künstler sowas dürfen, dann darf ich das auch. Aber es ist hier in dem Fall auch nur ein Unikat Mhm. und es macht eine ganz andere Wirkung, wenn man es ist schon sehr auffällig, aber wenn man ein bisschen was Besonderes hat, nicht nur die die Das Sachen ist aus der schon sehr schön. Serienproduktion. Wir waren ja auch zusammen in der Deutschen Meisterschule für Mode. Wie hat's dir da gefallen? Ehrlich gesagt Ja. langweilig. Oh, warum? Darf ich gar nicht laut sagen, ne? Nein. Weil die Sachen sehr normal waren. Mhm. Natürlich müssen die Schülerinnen auch erst mal die Grundausbildung haben und auch mal, lernen, ein bisschen dekorativ zu arbeiten. Mhm. Aber ich bin auch schon am extremen Ende. Nicht mehr Ende gibt's gar nicht in der Kunst. Mhm. Aber ich traue mich schon sehr viel, aber hatte anfangs, als ich anfing mit der Mode, Mhm. auch nicht so gleich den großen Erfolg, weil auch meine Kunden, Freundinnen und so weiter, die später Kundinnen waren, Mhm. sich erst mal gewöhnen mussten. Aber sie haben sich gewöhnt und dann am liebsten nur noch so was gekauft, was Besonderes war. Oder sie hatten im Schrank auch genug andere simplere Sachen. Mhm. Aber ich wurde in meinem Freundeskreis sehr geschätzt für diese ungewöhnlichen Ideen, die ich zu der Zeit hatte. Also, dieses Teil ist jetzt nicht so alt, aber Mhm. der Anfang meiner Sehr Sachen schön. war vor 45 Jahren meiner Mode. Wow. Und wenn die in der Hypo-Kunsthalle sagen, sie haben vor 30 Jahren angefangen, Kunst zu machen, Mhm. man muss es umgekehrt benennen, Mhm. dann sage ich: „Ich habe vor 45 Jahren schon angefangen, Kunstmode zu machen.“ Also, ich habe mich Mhm. getraut. Es war nicht üblich, es war futuristisch, Mhm. aber in der Kunst darf man ja auch ruhig 3 Schritte voraus sein. Mhm. Und deswegen, fand es doch auch Interesse und es waren alles in meinem Freundeskreis sehr geldige Leute, die auch Mhm. die hohen Preise für 'n Unikat bezahlen konnten. Mhm. Aber ich bin auch so dankbar, dass meine ungewöhnlichen Ideen so gut angekommen sind und für viel Mhm. Geld gekauft wurden. Denn Man muss aber auch sehr extrovertiert sein, um so was zu tragen? es sind auch andere dabei. Zu mir kam mal eine, Frau, muss ich fast sagen, grau, nichtssagend, auf mich wirkend. Sie Mhm. war zwar Ärztin, habe ich dann festgestellt, aber dachte ich: „Was will die denn bei mir mit meiner Mode? Das zieht die doch nimmer an.“ Und die ist erblüht und gewachsen Mhm. und hat gesagt: „Doch, ich will auch mal was anderes haben.“ Mal was anderes, ja? Also, Mhm. nicht nur, Mhm. aber Mhm. sie wurde ein etwas ganz anderer Mensch und wir hatten tolle Gespräche. Mhm. Hinter dem Grau steckte auch ein sehr variantenreicher Untergrund und sie ist erblüht förmlich in ihrer Persönlichkeit. Ja, ist das nicht toll, wenn dazu die Mode auch beitragen kann? Wunderschön. Das heißt ja auch nicht umsonst, Kleider machen Leute, ne? Absolut. Und wenn man das zulassen kann und auch der Mann nicht meckert dann, wenn die Frau ungewöhnlich daherkommt oder die Kinder, dann kann auch aus einer Persönlichkeit noch eine Veränderung Mhm. erwachsen. Ja, das ist ja das Erblühen, wie du sagst, als Persönlichkeit, als Person. Wir haben uns im Frühling kennengelernt, draußen auf der Straße, wo du gesagt hast: „Haben Sie sich schon diese wunderschönen Blumen angeschaut?“ Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und plötzlich waren wir mittendrin, haben eine Stunde geredet und super verstanden. Und dann hast du mir dein Atelier sogar noch gezeigt, was du alles gemacht hast. Was ist denn so dabei? Ton in Ton. Und dann habe ich auch viele Teile erfunden, hinten sogar den Einlass noch, 'n normales Jeanskleid und habe aber die, Vierecke hier darauf selber bemalt. Und ich denke, auch das ist eine Art, Kunst darzustellen auf'm Kleid. Auch hier habe ich Ketten aufgelöst Mhm. mit den Steinen und habe sie hier auf die Seite genäht und hier. Aber dann habe ich sogar auch angefangen, auf Stricksachen zu etablieren mit feinen Linien und dies und das Knöpfe und Ornamente und gehäkelte Blümchen, habe ich angefangen, auf Kleidung zu malen. Ich Mhm. habe es ja nicht studiert, ich war zwar Mhm. Lehrerin, aber
auf ganz brave Weise in der Sonderschule und da Mhm. ging es hauptsächlich um Psychologie auch Mhm. und, Pädagogik natürlich. Aber ich habe mich auch in Psychologie entwickelt in diesem Bereich. Das bedauere ich nicht heute. Ich bin froh, dass ich für das, was ich alles von den Kindern auch gelernt habe, aber dass dann doch Mhm. irgendwann, als auch Schule vorbei war von in Hannover und ich nach München ging, Mhm. dann noch mal dieses ganz andere Segment sich eröffnete und ich durfte das ausleben, was bei mir im Kopf wirbelt. Mhm. Ist ja nicht immer selbstverständlich. Also, ich habe mit Frank Otto mal gedreht vor ein paar Jahren, da haben wir auch gesprochen. Der ist ja auch quasi aus der Otto-Dynastie, wenn man so sagen kann. Der hat gesagt, er hat 'n Seitenausfallschritt gemacht, um Musik zu machen und damals war Musik in der Schule verboten. Oh, Wahnsinn, ne? Ist Kunst verboten gewesen? ja, Ne. nein, nie. Ne. So gut wie Toll. nie. Auch schon in archaischen Strukturen haben sie Mhm. ja an die Wände in den Höhlen zum Teil schon Kunst etabliert. Ja. Also auf ihre Weise natürlich noch. Aber heute interessiert mich am meisten eigentlich, was fällt denn den Leuten noch ein? Heute dürfen sie ja alles. Und das finde ich so wunderschön, dass Mhm. in der Kunst auch ein großer Teil persönliche Freiheit, Mhm. menschliche Freiheit auch n ausgedrückt wird. Und dass man dadurch auch die Menschen dann anders beurteilt. Wenn man Mhm. sich überlegt, Baselitz hat die Menschen Mhm. auf den Kopf gemalt, ne? Hm. Es Mhm. war anfangs natürlich auch viel Widerstand, da Mhm. und viele mochten das gar nicht, Mhm. aber Weil's er neu hat war. sich Mhm. durchgesetzt. Ja, weil es sehr ungewöhnlich war, auch noch für die Zeit, dass er die Menschen auf Mhm. dem Kopf Mhm. darstellte. Aber der hat Millionen bekommen für Mhm. diese Bilder. Also, es ist Es dauert manchmal so 'n eine bisschen, bis es zündet. Anregung, Ja. traut euch auch mal Ungewöhnliches zu agieren, Mhm. in welchem Beruf auch immer. Es geht jetzt nicht nur um die Künstler, es in der Wissenschaft auch. Ich glaube, auch Mhm. wissenschaftliche Realität entwickelt sich auch über ungewöhnliche Versuche in Nebenbereiche und Außenbereiche, Mhm. die sich dann vielleicht nicht als sinnvoll erweisen, aber trotzdem bereichern sie auch die Denkstruktur und das Hm. Denkvolumen. Mhm. Und es gibt dann Hm. plötzlich doch Wissenschaftler, die sagen: „Doch, doch, doch, da ist was Interessantes Mhm. geäußert worden. Wer weiß, was wir daraus noch entwickeln können." Stark. Was hat dich denn am meisten selber geprägt in deinem Leben? Meine liebevolle Mutter, die ein Wunderschön. Multitalent war, Mhm. auch im Singen. Ich habe ja mein Leben Mhm. lang auch gesungen, zwar nur in Chören. Ich habe nicht das hohe Format wie meine Mutter. Es hatte eine verhinderte Opernsängerin. Infolge von Flucht Mhm. konnte sie nicht, die Opernsängerinnenausbildung machen, hat Mhm. gesungen wie Anna Netrebko Hm. mit über 90 noch. Ich Wow. war zutiefst gerührt, aber auch meine Söhne sind, Mhm. Chorsänger vom Tölzer Knabenchor geworden. Mhm. Also, Mhm. das Mhm. Singen ist in unserer Familie etabliert. Mhm. Und ich bin noch heute so froh auch, dass ich auch Instrumenten gelernt habe, natürlich auch in der Flötengruppe war. Mhm. Das ist ein so wichtiger Anteil für das Leben, nicht nur die grafische Varianz zu erleben, sondern auch die tonale Mhm. und Gefühle zu entwickeln und rauszulassen über die Musik ist mindestens so wichtig wie dieser, künstlerisch-grafische Bereich. Mhm. Wie kann man denn Kunst und Musik ins echte Leben transportieren oder ins Berufsleben? Da muss man schon hohe Begabung haben, Mhm. sonst wird das nicht bezahlt, Mhm. wenn man es auf die Weise machen will. Und auch Komponisten wurden ja zum Teil abgelehnt, auch also andere Künstler auch Mhm. Modedesigner, in meinem Bereich genau dasselbe. Mhm. Aber es ist nicht so einfach. Man kann es sollte es aber versuchen, Mhm. Mhm. auch ungewöhnliche Wege zu gehen im Leben, Mhm. wohl dem, der dann anerkannte Menschen in seiner Nähe findet, auf welchem Weg auch immer. Mhm. Also auch, es ist nicht immer leicht, auch in Familie anerkannt zu werden. Mhm. Auch ich nicht mit meinen sehr extrem anderen Hm. Fantasien, die ich habe. Hm. Aber ich denke, für einen Versuch ist es allemal wert. Und manchmal gibt es ja auch Aha. Kombinationen sogar von klassischen Berufen mit Mhm. künstlerischen Auswegen. Mhm. Und es tut ja manchmal auch diesen formellen Strukturen gut, wenn man sie mal variiert und aus ihnen herausschlüpft. Mhm. Und wenn man es zu Hause macht, Mhm. ohne dass es im Beruf jetzt vielleicht auch per Geld Anerkennung findet. Mhm. Es muss ja nicht immer um die Anerkennung im Beruf gehen, aber man will ja schon Erfolg im Leben haben. Also, der Mensch strebt nach Anerkennung, nach Erfolg vor allem, so für sich selber, sich zu verwirklichen. Mhm. Und was würdest du denn sagen, was waren die Talente, die man aus der Musik schöpft für 'n normales berufliches Leben in 'ner anderen Industrie vielleicht, um erfolgreich zu sein in Eigene BWL Wege oder zu ja, gehen und ja. zu sagen: „Ich versuche es", und Mhm. auch hinzunehmen, dass es vielleicht nicht so erfolgreich wird, wie man sich's erhofft hätte, Mhm. aber diesen Versuch zu wagen, auch mal andere Wege im Leben zu gehen. Das Mhm. zahlt sich
mal auf jenem Weg doch irgendwann auch aus. Ich habe ja viele unterschiedliche Wege begangen, Mhm. auch in 9 verschiedenen Unternehmensbereichen Schön. gearbeitet Mhm. und, auch durch meine verschiedenen Studiengänge, Was war das alles? viel Sag mal. Eins, 2, 3, 4. Lehramt. Wow. Dann kam, Modedesign. Ja, habe Mhm. ich nicht studiert, den Weg bin ich ganz alleine gegangen. Ja, Mhm. auch ohne Studienmöglichkeit, weil ich nicht zeichnen konnte. Mhm. Also, man muss nicht Konnte ich studieren. damals nicht auf Ja. die Modefachschule und bei mir hat es sich ex praxi entwickelt und zu Mhm. Erfolg geführt. Gehört eine Menge Glück auch wohl dazu, Mhm. aber auch vielleicht eine Besonderheit der Produkte, Mhm. die man da entwickelt, dass da doch auch andere denken, ja, hätte ich eigentlich auch ganz Was gern. hast du dann noch gemacht? Aber, Ja. ich war da Modedesignerin, habe auch eine Aha. Unternehmensberatung gegründet mit Hilfe Mhm. eines Vetters, der Unternehmensberater war Ja. für Mode. Bin zu Mhm. Firmen gefahren und habe die auch bei der Hm. Modegestaltung, Mhm. beraten. Und dann habe ich noch mal, nachdem die Mode auch so ein bisschen zu Ende ging, Mhm. habe ich noch mal 'ne Heilpraktikerausbildung Hm. gemacht und auch noch mal Psychologie studiert, Mhm. Wow. aber In auch welchem nicht an Alter? der Uni. 40. Wow. Dann noch mal neu Mhm. studiert. Ja, Kann man machen. Stark. Okay. hat mir auch sehr gut getan, aber mich auch sehr, Mhm. gefördert, noch mal auf andere Wege zu gehen. Mhm. Und, ich bin froh und dankbar, dass ich so variantenreiches Leben hatte. Hm. Es macht mich reich. Mhm. Es ist bei mir nicht das Hm. Geld, Mhm. aber diese Variatio in den unterschiedlichen Hm. Lebensformen erlebt zu haben oder auch heute wirkt sie ja immer noch in Anteilen. Mhm. Das ist das, glaube ich, das Schönste, was einem im Leben passieren kann. Toll. Bist du auch viel gereist? Ich war auch mal, auch eine längere Zeit in Brasilien, wo Nachbarn Mhm. von uns hingegangen sind, er als Unternehmensberater. Und dann haben sie gesagt: „Ja, komm doch mal, besuch uns doch Mhm. mal.“ Und dadurch habe ich Brasilien ja auch auf eine andere Weise kennengelernt, als wenn Mhm. man als Tourist dort unterwegs ist, nicht? Wenn man Mhm. dort, im Lande Verknüpfungen hat, kann Mhm. man ja anderes vermitteln. Was hast du da am meisten draus gezogen aus der Reise? Auch Unterschiedlichkeit, Andersartigkeit. Hm. Und das ist ja so mein Hauptthema auch. Ich Mhm. habe auch Biologie studiert und da auch Mhm. die Unterschiedlichkeiten der Natur kennengelernt als Wow. Beispiel. Und, ich bin dankbar dafür, für Hm. diese Vielseitigkeiten, aber dass man auch nicht nur auf die großen Bäume und die Wunderwerke der Natur guckt, sondern auch das kleine Blümchen am Mhm. Wegesrand wahrnimmt und Mhm. sich freut und mal ganz genau hinschaut, Hm. was hat denn das für Variationen in der kleinen das Gänseblümchen, ne? Hm. Lohnt Mhm. sich mal hinzuschauen. Ist Hm. entzückend und wenn man das öfter macht, dann entdeckt man mal dies, mal das. Mhm. Variation der Natur. Mhm. Also, Variation ist dein Stichwort, das habe ich heute schon gelernt. Absolut, absolut. Und Andersartigkeit. Und Also, auch Mut. die ungewöhnlichen Ja. Dinge. Ich habe Mhm. auch das Schwulsein, gelernt in meiner Mhm. Familie. Mhm. Bin dankbar, dass ich es Mhm. lernen durfte. Hm. Toll, Z toll. Dann erlebt man es doch noch mal anders, auch wenn Mhm. man mehr näheren Zugang dazu hat. Mhm. Es war aber auch ein förmliches Beispiel Mhm. für die Variation in der Natur in allen Formen. Mhm. Also, das Leben so nehmen, wie es kommt und sich nicht verschließen vor Sachen. Ja. Das ist schon mal wichtig. Hast du noch vor was Angst? Nein, nicht mal vorm Tode. Cool, wieso das? Ich mache was draus und Inwiefern? nehme es an. Mhm. Es ist naturbedingt, Hm. dass man irgendwann sterben muss. Mhm. Wir haben Mhm. es bei Tieren vielfach erlebt. Mhm. Manche wurden auch Menschen, manche wurden erlöst, gerade 'n Nachbar von mir auch im Hm. Heim, Mhm. durfte endlich sterben. Wir haben uns lange übers Sterben unterhalten. Er Mhm. konnte nicht sterben, Hm. aber es ist normal und dann mache ich doch lieber was. Die Arme auf und Ja, mhm. und außerdem habe ich durch meinen Mann auch gelernt, Mhm. der mir nach seinem Tod, glaube ich, vom Hm. Himmel immer wieder so liebevolle, nette Ereignisse schickt, Mhm. irrationalster Art, dass ich denke, das Schön. ist kein Zufall. Wer weiß, was da oben noch alles Mhm. zur Verfügung steht Toll, und da das noch ist 'ne los schöne ist. Einstellung. Ich bin Gefällt mir. gespannt, was Mhm. nach dem Tode kommt. Der Tod ist Mhm. für mich nur ein Teil des Lebens, aber noch längst nicht Mhm. das Ende. So, herzlichen Dank, liebe Wiltrud Wilhelm, dass du hier bei uns in der Königsklasse warst und bist. Herzlichen Dank, lieber Martin. Schön, dass ich dich bei den bunten Blumen kennengelernt habe. Du bist auch ein besonderer Mensch, gehst auch deine eigenen Wege, hast zwar auch mal ganz banal Jura studiert, das habe ich ja auch studiert, noch mal im Seniorenstudium, Oh. aber das verbindet einen vielleicht auch von der Grundhaltung, aber dass wir beide andersartig sein können und wollen, auch mit diesem ungewöhnlichen Jackett. Also gebt Gas, macht euer Ding.